Angefangen hat es mit der Procar-Serie 79. Da durfte ich Mechaniker sein bei Hansi-Joachim Stuck im Kasani Racing Team. Also 79 war es so, dass Neapasch, der damalige Motorsportchef Ecclestone, angeboten hat, eine Procar-Serie zu machen, weil die Formel 1 zu langweilig war. Der Neapasch hat gesagt, ich garantiere für 20 Autos und du gibst mir die 5 schnellsten Fahrer. Das ist so, dass praktisch für jeden dieser Reiz war, gegen Formel 1-Fahrer jemals zu fahren. Und jeder hatte mehr oder weniger ein perfektes Auto. So etwas wird es nie wieder geben. Es gab nur die Serie 79 und 80. Ich habe 1981 in Auftrag von Dr. Helmut Marko mit meinen Mechanikern das Wirte-Auto aufgebaut in der BMW. 4 Biergärtenbesitzer haben praktisch das Auto gesponsert. Und jeder hatte praktisch ein Viertel vom Auto für seinen Biergarten. Und wir sind da Le Mans gefahren mit dem Auto. Dann hat sich das ergeben, da ich gesagt habe, du, wenn was kaputt ist, bauen die immer neue Teile ein. Und die alten Teile, was ist damit? Die kaufe ich den Leuten ab. Und habe das wirklich extrem gesammelt. Und wenn jemand zu Hause in der Werkstatt in England das Auto wieder repariert bekommen hat, dann habe ich die Teile abgeholt, die kaputten. Und habe praktisch dann aus diesen Sachen was zusammengebaut, wie man sieht. Meine Autos sind alles Originalteile. Motor, Getriebe, alles. Und dadurch, dass ich die ganzen Autos alle gesammelt habe, habe ich angefangen, mit den Autos wieder zu fahren. Andere sind da wieder aufgesprungen und haben gesagt, ja, wenn das der Fritz Wagner kann, dann können wir das schon lange. Und so habe ich praktisch die M1-Szene wieder belebt. Und ich bin ja sehr stolz darauf, dass Neapasch gesagt hat, wenn es den Wagner nicht geben würde und der nicht alles so gesammelt hätte, dann könnte man das heute gar nicht so mehr machen. Lamborghini baute den M1 als Prototypen für BMW. Und ich bin halt stolz darüber, dass es wirklich nur ein Auto gibt von Lamborghini. Der Prototyp, der erste, den habe ich. Und wir wollen jetzt ein Wasserstoffauto machen. Also für mich war der M1 Procar immer das Traumauto schlechthin. Einfach zeitlos. Ich werde mal versuchen, den Nelson Piquet, sein Originalauto, zu verkaufen. Vielleicht hat er Interesse. Aber sonst muss ich sagen, werde ich die Autos behalten. Jedes Enkelkind kriegt dann von mir so ein Auto mal auf die alten Tage. Ich bin Fritz Wagner. Mein Traumauto ist der M1, wird es immer bleiben, solange ich lebe.